Spaß okay, sieht ja auch schön aus. Aber so live und direkt im Meer wollen die meisten Menschen Quallen lieber nicht begegnen. Ja, sind nicht meine Lieblingstiere. Ich finde die sehr beeindruckend, weil die ja eigentlich fast gar nichts an Masse haben und trotzdem so viel können. Schleimig, eklig, ja. Schleimig und Igitt findet Alexander Dressel nicht. Er betreibt in Künzell Europas größte Quallenzucht und baut Aquarien auch an ganz besonderen Orten. Ja gut, ich glaube, es findet jeder spannend, mal auf einer 300 Millionen Dollar Yacht mal zu sein und zu sehen, was da so vor sich geht, wenn die umgebaut wird. Max will wissen, kann man mit der Zucht von Quallen wirklich Geld verdienen? Es wirkt wie eine andere Welt hier unten, im Keller von Alexander Dressel. Rund 5000 Quallen leben in der ehemaligen Metzgerei. Gerade bekommen die pazifischen Kompassquallen Mittagessen, einen Plankton-Shake. Das sind jetzt Jungtiere im Endeffekt, die haben jetzt so 8 bis 10 Zentimeter und so werden sie eigentlich am meisten verkauft, weil sie dann noch transportabel sind und noch nicht so teuer sind im Transport insgesamt. Und die können dann aber beim Kunden bis zu 40 Zentimeter noch abwachsen. Bis zu 70 € kostet eine Kompassqualle. Sie lebt, wie die meisten Quallen, nur rund ein Jahr. Das hier sind die jüngsten Bewohner von Europas größter Quallenzucht in Künzell, die Babys der Ohrenquallen. Sie sind 1 Tag alt und ziehen gerade um. Alles in Handarbeit, ganz vorsichtig mit Pipette. Alexander Dressel war schon als Kind begeistert von der Unterwasserwelt, hat Fischwirt gelernt und sich 2019 selbstständig gemacht. Mittlerweile hat er mehr als 200 Aquarien und rund 75.000 € in die Zuchtanlage gesteckt. Also die ungläubigen Blicke sind immer noch da und auch wenn ich jetzt Freunde treffe oder sage ich mal nahestehende Leute und sage, naja, ich bin jetzt Quallenzüchter und damit verdiene ich mein Geld, dann ist es erstmal, gibt es ein kurzes Lachen und so, ja, was machst du denn wirklich? Und naja, ich züchte Quallen so und ich verkaufe die weltweit. Aktuell betreibt er die Zucht noch alleine. Er bietet 17 Quallenarten an. Die Preise variieren je nach Art und Größe zwischen 25 und 119 € pro Tier. Er hat auch die passenden Aquarien im Angebot. 2022 hat er einen Umsatz von mehr als 200.000 € erwirtschaftet. Seine Kunden sind Zoos, Schauaquarien und Händler aus der ganzen Welt. Aber auch immer mehr Privatpersonen interessieren sich für dieses etwas andere Haustier. Seinen bislang spannendsten Auftrag hatte er vor einem Jahr. Also das war im Prinzip eine Superjacht, die wurde aufgekauft von einem neuen Eigner und da war vorher ein Korallenbecken. Der neue Eigner fand aber Quallen spannender als Korallen und da war eben die Aufgabe, dieses Korallenbecken so umzubauen, dass es für Quallen geeignet war und das haben wir gemacht. Für den Versand werden die Quallen in einem mit Wasser gefüllten Plastikbeutel luftdicht verpackt. Um die Temperatur konstant zu halten, kommen sie in Isolierboxen. So können die Tiere auch ohne Futter problemlos 5 bis 6 Tage überleben. Bleibt die Frage, wer kauft überhaupt Quallen? Das Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung in Bremen zum Beispiel. Hier braucht man die Tiere, um sie wissenschaftlich zu untersuchen. Denn sie sind faszinierender, als man vielleicht denkt. Also ich würde sagen, Quallen sind einer der einfachsten Lebewesen, die es überhaupt auf dem Planeten gibt. Die Quallen gab es schon vor den Dinosauriern, die haben schon sehr viel überlebt und wir versuchen die hier aus Forschungssicht von ganz verschiedenen Winkeln zu beleuchten. Und ein sehr, sehr interessanter Betrachtungswinkel ist auf jeden Fall die Frage, kann man Quallen essen und sollten wir Quallen in Zukunft essen? Klingt komisch, ist aber so. Quallen können tatsächlich dazu beitragen, das Ernährungsproblem zu lösen. Sie sind massenhaft vorhanden. Cholesterin und fettfrei, liefern Proteine und Mineralstoffe wie Natrium, Calcium und Magnesium. Allerdings ist die große Frage, wie soll man ein Tier zubereiten, das zu etwa 98% aus Wasser besteht? Die Idee, zum Entwässern legt man sie in Alkohol. Anschließend trocknet man sie, dabei verdampft der Alkohol und aus den Quallen werden knackige Chips und die schmecken. Also erst einmal salzig. Also wenn man Quallen isst, braucht man auf jeden Fall nicht nachsalzen. Dadurch hat man so einen Meeresgeschmack und dann sind natürlich keine Grenzen gesetzt, wie man die weiterverarbeitet. Man kann Gewürze verwenden und verschiedene Gerichte zubereiten. Also letztendlich kann man selber vorgeben, wie die Qualle letztendlich schmeckt.
Europa sind Quallen als Lebensmittel noch nicht zugelassen. Aber selbst wenn, kämen Quallenchips als Knabberalternative überhaupt in Frage? Nicht so. Das finde ich eklig. Ja, würde ich nicht probieren. Würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Aber stelle ich mir vor, als würden sie nach nichts schmecken. Also weil eine Qualle ja zu mehr als 80% aus Wasser besteht und einfach, dass nur die Haut ist, ich würde es glaube ich auch nicht probieren. Es würde mich ein bisschen Überwindung kosten, aber eigentlich bin ich ganz experimentierfreudig. Also ich würde es ausprobieren, glaube ich, ja. Zurück ins Quallenmekka nach Künzell. Um etwas gegen das schlechte Image der Tiere zu unternehmen, veröffentlicht Alexander Dressel regelmäßig Videos auf TikTok und Instagram. Das kommt an, mehr als 50.000 Menschen folgen ihm insgesamt. Der Ekel von den Quallen ist ja natürlich meistens, kommt halt daher, weil man vielleicht als Kind oder Jugendlicher mal mit einer Qualle beworfen wurde am Strand. Wenn man aber die Tiere dann im Aquarium sieht und mal diese ganzen feinen Tentakel beobachten kann und ja, die ganze Schönheit der Qualle erstmal entdeckt, dann kriegt man vielleicht eine andere Sichtweise auf die Tiere. Von der verrückten Idee zur größten Quallenzucht Europas. Existenzgründer Alexander Dressel expandiert sogar noch. Diese neuen Becken werden gerade gesalzen. In ein paar Wochen werden die ersten Tiere einziehen. Dann kann er seinen Kunden noch mehr und vor allem noch größere Quallen anbieten.